So, der zweite Tag auf der Donau von Wien nach Budapest. So kurz hinter der Schleuse mit guter Strömung und orkanartigem Wind. Da geht heute was. Da werden wir richtig bremsen müssen, damit wir nicht zu schnell werden. Also eigentlich müssen wir gar nicht paddeln. Das geht von ganz alleine. Das Häuschen hat gerade noch die Luft bei Hochwasser. Sieht so aus, als wäre da ein Dinosaurier durchgegangen, ein Brontosaurus wahrscheinlich. So, da vorne haben wir eine Donauinsel. Da geht es in die Donauauen rein. Könnte ja ein Zufluss sein, keine Ahnung. In Hainburg eingekauft und weiter geht die Fahrt. So, jetzt beginnt das Bumsdingsgebirge. Keine Ahnung, wie das jetzt heißt, aber ist eigentlich ganz bekannt. Ja. Da ist ein großes Altwasser drin.
Die Burg ist viel größer, als ich das gedacht habe. Wir gehen am Kamm entlang bis dahinter. Also wenn es hier alles zusammengehört, das ist aber nicht viel kürzer als die längste Burg der Welt. Weil da ist doch mal was. Eine riesige Anlage. Hier, da Stück, da fehlt was. Habe ich mal vergessen zu sagen, links Tschechisch, rechts Österreich. So, unser erstes richtiges Sportboot. Und hier den Superbreiten. So, da haben wir Pause gemacht, kurz vor Bratislava. Und jetzt geht's weiter. Also aufwärts, also weiter die Donau runter. So, das ist Bratislava. So, da oben hat ein UFO versteckt.
Wir haben die ganze Zeit eine gute Strömung gewöhnt und jetzt steht sie fast. Das ist echt anstrengend dann. Das große schwimmende Häuser. Das ist ein Riesentreiber, was da schwimmt. Oh, ich habe keine Pause gemacht. Ich habe mich mit Cola gedopt. Nachdem ich in der letzten Pause zu viel gegessen habe, ein bisschen müde war. Aber mit Koffein hat ja schon manch ein Olympiasieger gedopt. Seine Leistung gesteigert. Aber wie geht's? Hier teilt das Ganze. Und da sozusagen hinten dran an einem riesengroßen See. Das ist ja wie so Vogelbeobachtungsstätte oder irgendwas. Ja. Aber da fahren wir mal besser nicht rein. Ja, sehe ich hier irgendwo Naturschutz? Eine Untertan besuchen. Da vorne wäre dann die Donau extra breit. Nur geben, dass er sich nicht verfährt. Ich weiß nicht, wie das ging, aber ich glaube, ich bin im Donaudelta. Da muss ich während ein paar Stunden geschlafen habe. Dann schwenke die vollbreite Donau da lang, da geht es für die Schifffahrt, ohne Schleuse. Aber wir wollen in die Moschoni-Donau, die soll schöner sein. Dann müssen wir da zur Schleusenanlage. Und dann wird es interessant mit Umsetzen, das ist dann nicht so einfach, da reinzukommen in die Moschoni-Donau. Aber irgendwie wird es schon funktionieren. Glück haben, ist das die Wechselstelle zum Moschoni-Donau. So gelandet und jetzt heißt es 1 Stunde Fußmarsch mit schwerem Gepäck. Und das am Nachmittag. Da werden wir noch mal ein Stück Cola nehmen müssen und dann geht das. In den Wald sind wir gekommen und jetzt gibt es einen langen Marsch. Der wird historisch. Hier entlang, da rein hat keinen Sinn, weil da kommt wieder ein Wehr, da müssen wir raus. Bringt wir alles nichts, da gehen wir gleich laufen. Moschoni-Donau angekommen. Das war der Marsch des absoluten Todes. Zumindest für mich. Der Jürgen ist auch voll erfrischt. Wir haben gar nichts gemacht. Und ich kriege auf den Boden. Und wir
glüht das Kreuz. Brauchst du Hilfe? Ich weiß es nicht. Bis jetzt geht's noch. Darf halt nur nicht auf einmal zu schnell werden. Ja. So, die unmögliche Umtragung geschafft. Fix und alle. Also noch eine Stunde ist ein Campingplatz und dann kann ich chillen. Okay, hier müssen wir das rechts abbiegen, um zur richtigen Donau zu kommen. Und hier geht es zum Campingplatz. Hurra, freie Fahrt. Ach, hurra. Hier geht es über den Biberspuren. Ja, hier schaut schon hier sehr biebrig aus, aber mal eine Spur zu sehen vom Biber. Hat eine kleine Abzweigung. Es würde vielleicht mal rentieren, das hier alles zu erforschen bei Gelegenheit. Nur mal näher angucken. Außer es wird jetzt da vorne eng. Schauen wir mal, da durchkommen. Kein Problem, mit unseren hochwendigen Kajaks kommen wir da durch. So, gute Zweitaktatour. Wir sind jetzt in Ungarn, sind in Machoni, Donau eingebogen, so ein kleiner Seitenarm, so ohne Schiffsverkehr. Ist so ganz nett. Guten Tag gewesen wieder, gute Strömung, fast durchgehend. Und wenn dann sehr verwöhnt und langsamer geht, ist er gleich aufgeschmissen. So. Dann eine sehr lange Umtragung, über eine Stunde. Brütend heiß. War ganz schön anstrengend. Das ging in die Knochen. Okay, aber sonst alles gut gelaufen. Bis zum nächsten Mal.